Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Was hat Beccarillo mit dem heutigen Video zu tun? Sie wissen schon, dieser berühmt-berüchtigte und gefürchtete Kriegshund. Nun, ich möchte sagen, sehr viel. Und Beccarillo war ein Kriegswerkzeug der Konquistadoren. Von diesem Hund existiert bereits ein Video auf meinem Kanal. Und genauso wie Beccarillo waren auch die Vorfahren des Cimarrón Uruguayo dazu da, den spanischen und portugiesischen Eroberern bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen. Und genau diese Hunde sehen wir uns in diesem Video etwas näher an. Also, bis gleich. Nun, als die Spanier 1516 an der Küste des heutigen Uruguay landeten, wurden sie recht schnell in Konflikte mit dem dort lebenden indigenen Volk der Charrúa verwickelt. Juan Díaz de Solís, ein spanischer Seefahrer im Dienste des portugiesischen Königs Manuel I., der traf auf erbitterten Widerstand der Charrúa, welche eine Ansiedlung zunächst verhindern konnten. Doch es folgten ihm die Konquistadoren mit all ihrer Macht. Und binnen weniger Jahrzehnten wurden die indianische Urbevölkerung vertrieben oder ausgerottet und die Besiedlung des heutigen Uruguays abgeschlossen. In den vielen Jahren unzähliger Kampfhandlungen zwischen Eroberern und dem Urvolk wurden die Konquistadoren stets von Kriegshunden unterstützt, die auf Befehl ihrer Herren regelrechte Massaker unter den indigenen Gegnern veranstalteten. Liebe Zuseher, da gibt es die schrecklichsten und grausamsten Geschichten darüber zu lesen. Häufig wurden diese Hunde in den Wirren der Schlachten an den Orten des Geschehens zurückgelassen und verwilderten. Die Rudel dieser Hunde wurden immer größer. Es gab keine natürlichen Feinde und genügend Nahrung. Und ab dem frühen 17. Jahrhundert wurden diese aus ehemaligen Kriegshunden bestehenden Wildhunderudel zu einem Riesenproblem für die spanischen und portugiesischen Siedler dort. Denn diese starken Räuber rissen nicht nur eine große Anzahl der Schafe und Rinder von den Bauern, nein, sie griffen auch ihre ehemaligen Herren an und töteten sie. Die Regierung beschloss dann Kopfgeld für jeden getöteten Cimarrón, was nichts anderes bedeutet als verwildert, zu bezahlen und die Jagd begann. Die Hunde zogen sich in die Berge und in die Pampa zurück, wo aber einige mutige Bauern damit begannen, sie wieder zu domestizieren. Denn die erkannten das nützliche, große Potenzial dieser starken, intelligenten Hunde und setzten sie als hervorragende Rindertreibhunde und effektive Saupacker ein. Außerdem nutzten sie die erneut domestizierten Cimarróns auch als Wach- und Schutzhunde.
Und genau diese Leute waren dafür verantwortlich, dass der Cimarron Uruguayo heute noch existiert. Im frühen 20. Jahrhundert begann sich dieser Hund als Rasse wieder zu stabilisieren und verbreitete sich als Nationalhund Uruguays über das ganze Land. Und heute ist der Cimarron Uruguayo eine vom FCI anerkannte Hunderasse. Rüden erreichen Schulterhöhen zwischen 58 und 61 cm und werden zwischen 38 und 45 Kilo schwer. Hündinnen weisen Schulterhöhen zwischen 55 und 58 cm vor und werden 33 bis 40 Kilo schwer. Das sagt der Rassestandard. Sie sind kurzhaarig und zumeist gestrommt, kommen aber auch in vielen Gelbtönen vor. Lieber Zuseher, der Cimarron Uruguayo ist ein charakterlich äußerst vielseitig ausgeglichener Hund, wenn ich so sagen kann. Ja? Denn man sagt ihm nach, dass er über alle hundetypischen Triebe verfügt. Ja, aber keiner davon bei einem guten Cimarron Uruguayo überwiegend stark zum Vorschein kommt. Also ziemlich ausgeglichene Hunde sind das, wenn sie den typischen Rassevertreter darstellen. Das sind Wächter, das sind Schützer, das sind Sportler und Arbeiter. Diese Hunde treiben noch heute das Vieh, bewachen Familien. Sie finden sie bei der Rettungshundestaffel und am Hundesportplatz. Das sind fantastisch universell einsetzbare Molosser. Ganz fein. Und trotzdem, das sage ich Ihnen, ist der Cimarron Uruguayo, so herrlich dieser Hund auch ist, gar keine Frage, einer dieser typischen Hunderassen, welche in Händen von mit Komplex behafteten Menschen mit Sicherheit für heftige Probleme sorgt. Sie wissen genau, was ich damit meine. Ja? Schauen Sie, das ist der direkte Nachfahre von Beccarillo und Co. Und genau dafür wurde dieser Hund auch gemacht. Ich sage Ihnen was. Die wenigsten Cimarron Uruguayos da draußen würden es ablehnen, von ihren Besitzern gepfeffert zu werden und dann dementsprechend durchs Leben zu pflügen. Ist nun mal so. Ja. Aber wenn Sie diesen Hund vernünftig gelenkt an gewisse Themen heranführen, und da zählt meiner Meinung nach auch die Schutzarbeit dazu, ganz klar, dann besitzen Sie mit dem Cimarron Uruguayo einen Hund der Extraklasse, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Ein ganz feiner Molosser, wunderschön, stark, gesundheitlich höchst robust und einer einzigartigen Rassegeschichte besitzend. Schauen Sie, viele Hundefreunde da draußen lassen sich von der Entstehungsgeschichte diverser Rassen beeindrucken. So geht es auch mir. Ne? Und der Cimarron Uruguayo ist mit Sicherheit im Besitz einer einzigartigen Entstehungsgeschichte, wenn ich so sagen kann. Ja. Denn viel näher kann man nicht an die ehemaligen Hunde der Konquistadoren herankommen als mit dem Cimarron Uruguayo. Es gibt einige Hunderassen, welche einen Hundetypen darstellen, der so aussieht, wie die ehemaligen Kriegshunde der spanischen und portugiesischen Eroberer ausgesehen haben, wenn man den Überlieferungen Glauben schenkt. Dazu zählen zum Beispiel der vom FCI nicht anerkannte Alano, ein wunderschöner Hund, oder leichtere Linien des Presa Canarios, ganz besonders auch der Cao Fila de São Miguel, aber natürlich der Hund, der dieses Video hier präsentiert, auch der Cimarron Uruguayo. Ja. Ein Spitzenhund, der genau meinen Geschmacken trifft. Ein Hund, den ich mir sofort nehmen würde, wenn ich meinen für mich besten Hund der Welt Vito nicht hätte. Klare Sache. Aber, was wollen Sie mehr? Ein Molosser mit allen seinen Vorzügen, noch dazu einer der, wenn nicht der gesünderste Molosser-Typ auf der ganzen Welt überhaupt. Ein universell einsetzbarer Hund, ja, etc. etc. Mehr brauche ich da nicht sagen. Nochmal, ein Hund der Extraklasse, ganz sicher. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen,
wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.